Digitalpianos für Einsteiger, das neue Yamaha P225 dürfte sogar für Fortgeschrittene interessant sein. Ich bin dann sehr gespannt, was sich vielleicht auch am Preis von 820 € ungefähr ablesen lässt. Kostet also schon eine Ecke mehr als das kleinere Modell, das P145, das wir auch getestet haben. Und ich bin dann auch wirklich mal gespannt, was du sagen wirst. Also immerhin kostet es ja weniger als 1.000 €. Das ist schon mal was, ja. Das ist schon mal ein sehr okayer Preis. Und ich möchte da gleich zu Anfang, damit wir es nicht vergessen, das in die Kamera halten. Das liefert Yamaha als Sustain-Pedal mit. Und ich finde, sag du was dazu. Also für 800 €, ich weiß nicht, ob das sein muss, dann so ein Fußtaster. Das ist einfach nur ja, irgendwie sinnlos. Das finde ich tatsächlich bei dem Modell, bei dem kleineren würde ich sagen, na, drücken wir mal beide Augen zu. Das ist eine Nebensache, aber echt nicht geil. So, ein Pedal, das dann mit Halbpedalfunktion auch ist, das kostet von Yamaha dann auch ungefähr um die 80 €. Das sollte man bei Anschaffung so eines tollen Instruments dann gleich noch mit einplanen. Definitiv. So relativiert sich der Preis ein wenig auf knapp 900 €. Ja. Okay, sind wir immer noch in einem guten Bereich. Lass hören. Ja, da haben wir gleich noch das Highlight gehört. Ja. Das ist so der neue Klavierklang, der CFX, den man auch aus den anderen Yamaha-Modellen schon kennt. Aus der Arius-Serie, aus den Clavinovas und ja, schön brillant, voll. Schöner Klang, also wie du sagst, brillant. Ja, hat aber trotzdem Wärme, finde ich. Ja, also das ist ja so eine Stärke von Yamaha, die Piano-Klänge, Ja. ne? Die sind halt einfach, die haben was, die setzen sich gut durch. Nicht umsonst gibt es auch in vielen Studios ja auch Yamaha-Flügel, ne? Weil die natürlich einfach so einfach Ahnung haben vom Piano-Klang und auch allem, was da dazu gehört. Toller Klang, lässt sich auch gut mit der Tastatur spielen. Die kennen wir ja bereits, die Tastatur aus dem. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Stellst du einen Unterschied fest, wie es sich spielt? Weil es kommt ja auch immer ein bisschen auf den Sound an auch, ne? Also der hat ja auch vielleicht ein bisschen mehr Dynamik. Kommt mir so vor. Also es ist ein bisschen anderes Spielgefühl als bei dem P145, definitiv. Ob es jetzt eine andere Tastatur ist, kann ich schwer sagen. Also Ja, das ist immer wieder dieser komische Moment, wo man dann gar nicht sagen kann, das ist die gleiche Tastatur. Das ist wirklich ich finde das sehr schwierig. Ja. Weil dieses ganze Konstrukt Tastatur und Klang ergibt ja das Spielgefühl. Ja. Also da bin ich sehr gespannt, was deine Meinung dann ist. Ne? Also Also wenn ich das so höre, kann ich keinen Unterschied feststellen. würde ich jetzt auch nicht sagen. Also es klingt definitiv ein bisschen anders. Ich hatte ja quasi bei dem P145 ein bisschen so die Kritikpunkte hier in dem Bereich, so vom C1 ab, C2, C3 so hier, also hier, so dass das. Und die sind. Die sind weg so. Also hier gefällt es mir ein bisschen besser. Insgesamt habe ich aber ein bisschen. Es wirkt ein bisschen runder, ja. Ja, also es ist, also hier die Kritikpunkte sind ein bisschen weg. Dafür habe ich manchmal ein bisschen, ich muss ein bisschen noch mehr geben. Das kann natürlich auch ein bisschen vielleicht am Einspielen sein. Ich habe mich jetzt nicht so eingespielt. Aber prinzipiell finde ich den Klavierklang eigentlich super. Ja, also ich bin mal gespannt. Ich würde sehr gerne die Klassikbeispiele mal ausprobieren. Da hört man dann ja noch mehr so die Details. Genau, das machen wir jetzt. Gut. Ja, wie immer benutze ich für diesen Test die Diabelli-Beispiele. Du kennst sie schon auswendig. Wie alle anderen hier kennen die auch alle auswendig, können die mitsingen. Aber diese Beispiele sind in der Tat sehr praktisch, um eben diese kleinen Feinheiten rauszuholen. Wie ist die Dynamik? Und ja, bei diesen Klassikbeispielen ist es dann ein bisschen anders als bei so vollgriffig gespielten Jazz-Sachen. Da hat man ja so wirklich diesen Notentext und ganz klar muss man das eben so darüber bringen. Und dann wird sich das zeigen, ob es geht. Also erstmal dieser Diabelli-Walzer.
klang das für dich? Kommt eigentlich ganz gut rüber, so, ja. Also die Dynamik war auch, also für mich jetzt auch, kam das eigentlich sehr, sehr gut rüber. Also das hängt gut zusammen. Ja. Vor allem, ja, wenn man von laut, leise, das geht ja sehr, sehr laut in dieser Passage. Ja. Und dann geht es ja leise weiter. Und das kann man alles sehr gut abbilden. Ja, Dynamik ist gut. Ja, auf jeden Fall. Muss man sich tatsächlich ein bisschen dran gewöhnen. Was mir auffällt, hier gibt es ja, das hatten wir auch beim P145 angemerkt, einen Ivory Touch, Ivory Feel. Oberfläche gibt es hier nicht. Und das merkt man auch beim Spielen. Ja, definitiv. Gut, machen wir die leiser gespielte Schubert-Variante. Ja, der Klang gibt wirklich mehr her in der Dynamik. Da hat man wirklich noch so feinere Abstufungen. Das ist echt gut. Ja, machen wir noch die laute Variante. Also das geht auch. Bei den leiseren Passagen sind die Töne vielleicht ein bisschen perkussiv in der Wirkung, so, aber das spielt sich sehr, sehr gut. Also ich finde den Klavierklang doch etwas besser. Also man merkt ein bisschen mehr. Ja, der hat mehr Volumen und mehr Raum einfach. Ja, und auch in den etwas höheren Lagen kommt noch ein bisschen Brillanz raus. Also ich finde, es passt besser dann vielleicht auch zu dem, wie es gespielt wird an der Tastatur. Ja. Ja, das ist wirklich toll. Das klingt schon fein. Also für unter 1.000 € ist ein guter Klavierklang. Sehr schön. Ja, gucken wir uns noch die App an. So wie für alle Yamaha-Pianos, das haben wir schon oft erwähnt, diese tolle App, Smart Pianist, die ist kompatibel auch zu diesem Piano. Ja, das ist, wie ich finde, eine wirklich coole Angelegenheit. Man verbindet das mit USB und da kommt das nächste tolle Feature. Es gibt hier im P225 USB Audio MIDI. Das heißt, dieser Anschluss reicht und man hat MIDI-Verbindung und Audio, also alles, was in dem Tablet oder Smartphone passiert, wird audiomäßig an das Piano zurückgesendet und man hat das auf dem Kopfhörer, auf den Lautsprechern. Das ist ein sehr cooles Feature. Das haben längst nicht alle Pianos. Und ich finde, das ist ein deutlicher Mehrwert. Auf jeden Fall, ja. So, das ist, man kennt es, wir haben es ja schon oft gezeigt. Ja. Man kann hier die Sounds wechseln und durchwischen. Und da haben wir einen anderen Piano-Sound noch, das ist Bright Grand. Gut, ist der gleiche Sound mit einer anderen EQ-Einstellung. Genau. Dann gibt es noch weitere Voices. Die kann man natürlich jetzt auch hier im Bedienfeld anwählen. Also man hat zusätzlich auch nochmal Funktionen hier über die Tastatur. Und das ist hier natürlich alles bequemer mit der App einzustellen. Ja. So, im Voice Mode haben wir dann, ja, da haben wir gleich diese Layer-Funktion und eine Split-Funktion. Also wir können hier links einen Bass-Sound spielen oder eben einen Layer mit Strings oder wir können auch mal zur Abwechslung was anderes nehmen. Was hätten wir denn da? Synthpad. Sehr schön. Ist ja mal ein dezenter Hintergrund, ne? So als Pad. So, Electric Piano, da können wir ja auch mal vielleicht hier ein Synth-Piano dahinter legen. Auch schön. Schön. Aber wo wir gerade dabei sind, da können wir uns ja gleich das Piano, bei den E-Pianos mal die Sounds anhören. Wo haben wir die? Da ist es. So, Stage E-Piano. Der klingt doch schon deutlich besser als beim Klingt viel P145. besser, definitiv. Ja. Der ist wirklich viel besser. Vintage E-Piano, was haben wir denn da? Ach ja, klar.
Ein Wurlitzer. Gut, ist ein bisschen mit den Velocities und so, muss man ein bisschen gucken, aber vom Ja, Klang ist es, okay. ist es cool. Ja. Dann haben wir ein DX-Piano. So, und das layern wir jetzt mal. Oh, guck mal. Oder zum Beispiel mit Vibraphon. Ja, das geht. Aber ich fand das vorher besser. Ja. Ja, okay, können wir schon mal hier einen Strich drunter machen. Ja. Gute Sounds, also sehr gute E-Pianos und schöne Layer-Sounds. Ja. Finde ich gut. Können wir eigentlich schon fast zum Fazit kommen. Ja, kann man schon mal zusammenfassen. Ja. Ich finde, das ist gut, also deutlich verbessert. Jetzt müssen wir ja auch den Vergleich zum P125 sehen. Das war der Vorgänger davon. Und da hat man sogar zwischendurch kam so eine A-Version raus. Wie hieß die denn? P125A. Da hatte man dann diese USB-Audio-Funktion wieder rausgenommen sogar. Okay. Jetzt ist das wieder drin. Und ich finde, das ist eine gute Sache, dass sie das auch bedacht haben und reingebaut haben, weil es ist ein super Zugewinn, finde ich. Also ähnliches Fazit wie beim P145, aber mit einem deutlich besseren Klavierklang, auch insgesamt besseren Sounds, ein bisschen bessere Bedienoberfläche. Also man hat hier deutlich mehr Knöpfe, also Layer-Sounds und solche Sachen. Metronom kann man hier deutlich... Im Vergleich zum kleineren Genau, ja. P145, genau. Also gerade wenn man das doch als Zweitinstrument oder als Stage-Piano auf der Bühne benutzt, hat man hier doch ohne App vielleicht dann eine bessere Möglichkeit zum Handeln. Trotzdem leicht, sieht immer noch gut aus, gute Tastatur. Also robust gebaut. Ja, also für das Geld, muss man sagen, ist es super. Muss halt einfach das Pedal investieren, ansonsten macht das keinen Sinn mit dem Fußtaster. Das wäre meine 2 Punkte sind einmal das Pedal. Das finde ich ist wirklich frech und tatsächlich. Also, und die Tastatur, da würde ich mir in dieser Preisklasse wirklich ein Ivory Touch Oberfläche wünschen. Und ich würde sie erwarten auch für das Geld. Ist ein bisschen schade, das wäre dann noch mal eine Stufe besser gewesen. Ja. Aber grundsätzlich für das Geld, denke ich, kann man das durchaus empfehlen. Absolut.